Hi Diabolista, schön, dass du da bist. Auf meinem Kanal zeige ich dir grundlegend, wie du das Diablo-Spielen lernen und du dich darin verbessern kannst. Wenn du dein Diabolo jetzt sicher antreiben und auch ausrichten kannst, dann stehst du nun in den Startlöchern, um das Diabolo endlich in die Lüfte fliegen zu lassen und wieder aufzufangen. Denn wenn du das Diabolo sicher hochwerfen und wieder auffangen kannst, dann stehen dir alle Türen offen, um alle möglichen Tricks mit einem, mit zwei, mit drei oder sogar noch mehr Diabolos zu lernen. Dabei ist allerdings die Verlockung groß, dass du entscheidende Fehler machst und dabei deinen eigenen Fortschritt verhinderst. In diesem Video zeige ich dir 3 entscheidende Fehler und wie du diese Fehler in Zukunft vermeiden kannst. Abonniere meinen Kanal, wenn du das Diabolo-Spielen lernen oder du dich darin verbessern möchtest. Also fangen wir direkt an mit den 3 Fehlern und dem richtigen Hochwerfen und wieder Auffangen deines Diabolos. Los geht's! Fehler Nummer 1. Deine Arme sind zu schlaff. Viele Diabolo-Anfänger machen den Fehler, ihre Arme nicht zu strecken. Sie tun so, als wollen sie einen Ball in die Luft werfen und heben ihre Arme einfach nach oben. Leider hängt die Schnur dann locker unten herum und das Diabolo hat keine gespannte Schnur, in die es wieder einfädeln kann. Hinzu kommt, dass du dabei mehr Kraft aufwenden musst. Wenn du leicht ausholst, um das Diabolo hochzuwerfen, dann ziehst du die Arme auseinander, sodass die Schnur leicht gespannt ist. Wenn sich die Schnur nämlich leicht spannt, dann gerät das Diabolo aus der hängenden Schnur nach oben und begibt sich in die Luft. Dabei wendest du also weder viel Kraft auf, noch musst du deine Arme großartig nach oben bewegen. Du ziehst sie in einer leichten Aufwärtsbewegung auseinander. Kommen wir damit also zum nächsten entscheidenden Fehler. Du hast das Diabolo nicht anvisiert. Und somit kannst du das Diabolo auch nicht wieder in die Schnur einfädeln lassen. Die Bewegung erfolgt in einer geraden Linie, sodass dein starker Arm letztendlich über deinem Kopf steht. Der Stab deines starken Arms richtet sich dabei nach oben. Dein schwacher Arm bleibt unten. Somit bildet die Schnur eine Diagonale. Schwebt das Diabolo dann in der Luft, dann halte deine Arme gespannt in dieser Position. Im nächsten Schritt visierst du mit dem Stab deiner starken Hand das Diabolo an. Damit kannst du sicher gehen, dass das Diabolo an dem Stab deiner starken Hand landen wird. Durch dein Anvisieren gelangt es wieder sicher in die Schnur. Kommen wir also zum letzten entscheidenden Fehler. Zu viel Krafteinsatz. Du hast bestimmt genug Power, um das Diabolo so hoch wie nur möglich zu werfen. Das sieht spektakulär aus und ist für deine Zuschauer ziemlich beeindruckend. Allerdings gibt es dabei, gerade für dich als Anfänger, wichtige Nachteile. Zum Beispiel verlierst du die Kontrolle, das Diabolo fliegt quer durch die Luft und du musst ihm hinterherlaufen, um es noch in der Schnur auffangen zu können. Tu das also am besten, wenn du schon etwas erfahrener bist. Wirfst du das Diabolo allerdings kontrolliert und mit Gefühl nicht ganz so weit nach oben, dann erhöhst du auch deine Wahrscheinlichkeit, es sicher wieder aufzufangen. Und damit kannst du stolz auf dich sein, dass du dein Diabolo jetzt sicher und kontrolliert hochwerfen und wieder auffangen kannst. Und du hast die perfekten Voraussetzungen dafür, um eine ganze Bandbreite an Tricks zu lernen. Denn jetzt beherrschst du die Grundlagen dafür. Lass mir gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal, wenn du das Diablo-Spielen lernen und deine Skills verbessern möchtest. Wenn du noch Fragen hast zum Hochwerfen und Auffangen deines Diabolos, dann schreib mir gerne eine Nachricht oder hinterlass mir einen Kommentar.
Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Trainieren. Viele Grüße, dein Bastian.